Mein Name ist Liliana Dubau-König. Ich bin Geschäftsführerin der Safiri Akademie und ausgebildete Coach. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Marco König. Ich bin ebenfalls in der Geschäftsführung der Safiri Akademie hier in Karlsruhe, Unternehmens- und Motivationscoach. Ich bin hier mit 20 gekommen und ich war noch jung, sage ich mal. Und die ersten Schritte waren natürlich, die deutsche Sprache zu lernen. Dann habe ich eine Umschulung gemacht als Bürokauffrau, erfolgreich beendet. Und im Büro gearbeitet als Bürokauffrau. Ein paar Jahre später wollte ich doch ein bisschen mehr machen und habe ich mich selbstständig gemacht. Ja, bin seit 15 Jahren jetzt selbstständig, über 15 Jahre selbstständig. Und seit 3 Jahren haben wir die Safiri Akademie gegründet mit meinem Mann zusammen. Und jetzt gebe ich meine Erfahrungen, mein Wissen, meine Tipps darf ich jetzt weitergeben. Ein ganz tolles Beispiel, das Paradebeispiel, ist unser Best Practice Beispiel. Unser Unternehmer hatte selbst Flüchtlingshintergrund, Asyl beantragt, kam von Libanon nach Frankreich, von Frankreich nach Deutschland, hat hier regelrecht gekämpft um Anerkennung, um hier seine Chance wahrnehmen zu dürfen und hat hier tatsächlich ein Unternehmen aufgebaut. Er war die hervorragende Schnittstelle. Er kennt auf der einen Seite die Situation, die diese Menschen durchleben oder durchlebt haben, und er kennt aber auch die deutsche Mentalität und die deutschen Gesetze. Unser Best-Practice-Beispiel kann heute leider nicht da sein, was mich zutiefst getroffen hat, weil er Bedenken hat, wenn er als Unternehmer mit Migrationshintergrund, ehemaliger Flüchtling und Asylbewerbern heute hier und heute hilft und sie unterstützt. Er hat Angst um seine gute Reputation, er hat Angst, dass er Aufträge verliert. Ich finde das bedauerlich. Ich war sogar geschockt, als ich das gehört habe, aber ich kann es nachvollziehen. Aber da es nicht unserer Denke entspricht, bin ich gar nicht darauf gekommen, dass es auch so ausgelegt werden könnte. Ich finde, dass dieser Begriff, diese Wörter, Immigranten, Ausländer, wie auch immer, hier nicht zu suchen haben. Wir sind alle Menschen und wir sollen alle als Mensch auch so angenommen werden, egal aus welchem Land wir kommen. Wir sind alle gleich, wir sind alle mit 2 Händen, 2 Beine, ganz normal. Und der Mensch soll als Mensch angesehen werden und so angenommen werden. Ja. Und nicht als Immigrant, als Ausländer, als wie auch immer, Asylant oder sonstiges. Das ist auch, wenn ich das sagen darf, das Bedauerliche. Es werden Schubladen aufgemacht. Ja. Sind es EU-Bürger, sind es Nicht-EU-Bürger? Diese Schubladen wollen wir nicht bedienen. Aber dieses Vokabular wird von den Parteien und von der Politik vorgegeben. Somit über die Medien katapultiert, wenn man das sagen möchte, und findet dann eben auf der Straße statt. Und wir bedauern dieses sehr. Es sind internationale Arbeitnehmer, auch wir sind international. Und das ist immer ein Mehrwert. Dass wir essen gehen, ja, und jeder zahlt für sich. Das gibt es bei uns nicht.